Goedemorgen alle. God zijn vrede is van die waar met ons en doet te vrij wie ons. God zijn vrede is die wat ons geloten merken deed en wanneer we ons door houden en vrij wie ons. Dan zijn we vrouw. Dan zijn we rijdt te leren en we wel leren. Wer weet nog wat beveel zijn nog van de message houden? Alle vergeten. Roland die hadden een zeer wertvolle message te ons. En van die message uit is deze message geboren. En ik wens dat ik niet durf waarnemen van dat wat Roland had, maar dat we kunnen te zien zijn. Hij had van niet plus veel dat een stein zetten en kijken voor andere schaffen. Maar dat we ook willen kunnen bijdragen en God zijn gemeente te buren houden. En daar dat weet we wanneer we bijvoeten doen, er wel, of wat immer, dan beginnen we dingen wat ons niet zeer angenehm zijn. Of wat immer. En op dit jaar kan ik me een geschichte vertellen, als ik weer naar ga. Een mama die schickt een kleine jonge grootmama en toen dat moet hij nog eens een zoek met voeren, of een Gostenbas of whatever het naam. En als hij in de bas aansteekt, komt er een jonge man bij das kleine jong zitten en dan de mama zegt tegen de jongen, den brief, den doet er best in de tas lopen, dat hij niet was verleerd. Want ik wil hier gaan dat grootmama die zal den lezen kan. Dus als ik de doel gezegd heb, dan komt das jonge man, vielleicht in 20 jaar of 18, ik weet niet wat. Anyway, komt toe en dan zegt hij, hey, kan ik den brief een beetje zeggen wat du da hast? En das kleine 7-jarige jongen die zegt, nee, die kost niet. En dan zegt hij, kijk, ik heb hier in de luchtval zeer schijne appel. En ik wil die een paar geven, want ik den brief eenmaal zeggen kan. En das kleine jongen zegt, nee, die kost niet. En dan merkt das man de luchtappel op, wat aan de beren, en dan houdt hij aan, hey, dit kan alles dienen. Want ik bloos wat kan een aak van den brief zijn. En de kleine jongen, die hangt een kap af, hij zegt niks meer. Hij kijkt bloos eraf. En de andere die verzegt aan door den brief af te gaan. En als hij dus eraf kijkt, dan zit op eenmaal dat aan de andere zijde staat een man op die wil afstaan. En das kleine jongen hupst op maar aan toe gaan en zet zich door doel. En dan aan de baas de ganze her dan ze staat. Freien zich voor das kleine jongen wat hij zo standhaft is. We alle beginnen manchmal verzekeringen verschiedene dingen. En dan zijn er dingen wat ons zeer janken. De stonden zo op. We kunnen alle bij. We kunnen alle van nemen wat we willen. Aber an uns hart weit wie dort soll nicht gedaan worden. Wir sollen nicht. Gott will uns beschützen, er will uns leiden und wir können manchmal dort immer noch weiter entscheiden. Was tun wir mit dort? Was tun wir mit dort? Gott lässt uns entscheiden. Der Versäger ist durch und versägt uns Angst zu geben, der versägt uns die Freude zu stehlen und viele Dinge. Und wie kann Gott sein Wort, wir haben das gelesen, wie erfreien uns da in Psalm 18, Vers 2 und 3 und 4 sagt es, Herr, ich sehe die von Horten Gott. Du bist meine Kraft. Der Herr ist meine von Stein gebaute Stadt, mein sicheren Schutz, und der mich raten det. Mein Gott ist mein Stein, keiner. Nee, hinter den ich sicher stehe. Hij bewahrt mich so als ein Schild, hij raadt mich in seine Kraft stehe ich fast. Ich roep den Herrn an, der wird erst gelobt worden und war von meinen Feinden gerat. Ich war von meinen Feinden gerat. Gott, der Herr ist eine Stadt, wo ich fast stehen kann. Even wenn meine Lust scheine Apfel wird angeholt, für ein bisschen Arbeit tun, für ein bisschen angehorsam sein. No, ich stehe an Gott seine Seite und das nicht. Wir beginnen Tag für Tag
Gelegenheiten. Die können ganz verschieden sein, von einmal bei das andere Mal. Aber wir begegnen die. Wie kann Gott sein Wort? Wir sind Sonntag für Sonntag an der Kirche, meisten Zeit. Wir hören dort, wir lernen dort, wir lesen dort. Und manchmal dort begegnen wir diese offene Löschen, wo wir anfangen. Wo wir können, ja, ich war an einnehmen, kostet diese Art sein, oder? Mir wie eben gesagt, ich soll nicht, aber ja, dann kostet, ja, das ist der Art, braucht ihr nicht. Und dort ist, wo der Versäger uns versagt, die Kraft oder den Mut von Gott gegenüber wahrzunehmen. Und so, mein Verlangen ist, dass wir können aufmerksam sein, dass das kleine Jung. No, Mama sagt nee, und dort ist nee. Und wenn ich nicht mehr weiter sein, dann kicke ich rauf, und dann sage ich bloß nicht mehr. Und wenn ich kann, dann hole ich mir die Ohren zu, dann höre ich bloß nicht mehr. Gott sehend so eine Entscheidungen dort. Und am gefällt dort, wenn wir so eine Entscheidungen merken. Aber Tim, dass wir diese Proben bestehen können, dann braucht es, dass wir diesen Steingebäude steht, den Herrn, der diese Steingebäude steht, gemerkt hat, dass wir den können, dass wir dahin gehen verschützt, dass wir dahin gehen in mehr lernen und nicht sagen, nun habe ich all genug gelernt. Da braucht dass wir immer Zeit spenden und gucken, was Gott sein will, Krieg ist. Als David ein junger Jung war, vielleicht 17 Jahre, ich weiß nicht, Krieg das soll, aber er war ein junger Jung und er hat seinen Vater seine Schub heiden. Er passte noch ab. Und wir lesen, ich habe die Referenz hier nun nicht gekriegt, aber wir lesen, dass er viel Gitarre spielen, oder spielen und singen. Er beschäftigt sich damit. Er nur den Schub abpassen, aber dort war nicht ein ganz vollständiger Job. So, er nahm seine Gitarre mit und dann wird gespielt und gesungen. Er hat nicht bloß viel durchsetzen und er hat nicht. Er sagte, dass du kannst dann noch mal einen Bohr, einen Schub stehlen, oder ein Leben, einen Schub stehlen. Da haben wir nicht viel. Er versucht, die Zeit zu nutzen, was er hat. Er will nicht bloß nur den Schub da abpassen und dann bloß selten viel sein. No, er versucht, die Zeit zu nutzen. Ein Tag, dann sage ich seinem Vater, er hat eine Kirche gebracht, dann sage ich seinem Vater, dat wordt goed zijn om gaan kijken wat de bruiden doen gaat. Wat die bruiden doen daar. Dat wordt in 1 Samuel 17, vers 20 en wieder, daar wordt we het lezen kunnen. En waar we die geschichte een beetje overgaan. Wat David en zijn gelegenheid ook en zijn verzekeringstijd deed. Hij begon dit beides. Am wordt gezegd nee en hij zegt, aber das Iver für Gott, was er an sich hat. Er kann nicht bloß satten bleiben. Er kann nicht bloß tagloten und sagen, was es geben wird. No, das Leben in Gott seine Tricks her, was hier angegriffen. Wenn wir uns das mal so übergehen und wenn wir sagen, was wir davon lernen können in uns Leben, wenn wir was begegnen dann. 1 Samuel 17, Vers 20 sagt es, tätig den nächsten Tag, Samarias leidt David de Schub bij een hoor. So, hij weet wat het tijd, aber nu, de Vater sagt, hij soll gaan, dan leidt hij de Schub bij dem hoor. En dan hij ging en kijkt wat, drukte in handen zijn bruider en wil nu recht trainen zijn Vater brengen. En als hij wat doorkomt, dan zegt het in vers 22, dat hij heeft dat park bij een van de wachten geloten. En de Armeien zijn krijg uitgegaan en begenen zich door. En dan in vers 23 zegt het, als hij door zo met red kwam de Philister, sterke soldaat, die de naam Goliath had, naar fern. Goliath kwam van God, als hij zo verwaarts kwam, schreef hij verder dezelfde weer als hij de andere deel had. En dan zegt het, en David hier dat Ganze.
David hielt, was der Feind sieht. Er sagt nicht wieder, was David tut, aber er sagt bloß, David hielt das Ganze an. Und dann in Vers 24 sagt es, aus dem Manna von Israel den Sauren rannten sie drei uit Angst. David hat nicht gehört, was das Feind sieht. Und dann checkt er da und meine Brüder und all die haben Angst, die gehen treffen den. Und dann in Vers 25 sagt es, die Israeliten sehen einer zum anderen, sitzt du den Mann verkommen? Der kämpft um Israel zu verachten. Der Janja, wer den Duel bringt, und dann wird dort abgenannt, was er alles kriegen kann. Aber dort hat David nicht gemerkt, was er sehen, was der Janja kriegen wird. Er hat bloß gehört, was der Feind tut. Dann sieht er die Angst, was die Menschen an seine Brüdergruppe haben. Und dann hört er dort, die merken sich noch an sich anmutig. Und dann in Vers 26, dann sagt er, und David sagt zu dem, der besiegt am Stund, was wollen sie denn tun, der den Philister anbringt? Aber was sagt er heran? Was wird dem passieren? Das ist ein bisschen nicht schwierig, aber dann sagt er, was am Hort ist, und sagt er, in dieser Schande von Israel wahrnimmt. Was soll passieren? Er denkt wieder. Er denkt nicht bloß an das Feind tun, der Städte und Schreck, aber er denkt an, was der Feind tut. Und er sagt, mein Gott, sein Volk verachten. Dort greift er an. Und das sagt er, er sagt nicht, dass ich war, aber er sagt, dass diese Schande, die fehlt wahrzunehmen, und echt sind wahrlich. Und wir können uns feststellen, er ist von ungefähr 17 Jahren jung, als er der Hand kam. Diese Schande, was der Feind ab uns bringen will, der muss wahrgenommen sein. Dann sagt er, wer ist der unbeschnittene Philister, dort der den lebenden Gott, seine Herr, so verachten wird? Er steht für den lebenden Gott, seine Herr an. Und wir losen uns all, dass diese lebenden Gott, seine Herr, der rannten drei uit Angst. David sah, der hier wird das unbeschnittene Philister sein, und dann sagt er, dass alle tun. Und dann, in der 26. Vers, dann fragt er sagte, diese Schande, der muss wahrgenommen. Sind wir still, wenn wir in einer Stadt angeroden, wo unseren Gott verachtet wird, wo Jesus sein Name von Pflege wird gebraucht wird, sind wir still? Wir tun das nicht. David kann das nicht anhören, dass sein Volk so verachtet wird. Er wäre einer, der bereit wäre, für die Gemeinde was zu tun. Für das Volk was zu tun. Und dort ist, wo ich sehe, dass diese Botschaft, wie dort geboren wird, Rollen sind auch prägend. Und dann geht es wieder in 27. Vers, dann wird mehr von geredet, in 28. Vers, dann kriegt er Gegenstand. Dann sagt sein ältester Bruder, was schnappst du die hier an und wirst so großnäsig von diesen Dingen reden? Sein Bruder wird viel geraten, viel älter, der hat viel mehr Kraft und viel stärker. So leitet er noch, so leitet er aus. Aber er sagt, den lebenden Gott, sein Herr, der kann nicht verachtet werden. Das geht jedoch nicht. Sein Bruder, wie einer von denen, wo er wird sagen, das von der lebenden Gott sein Herr wird, und der kommt in den Arm treibrechen. Was ist das an David? 29. Vers, und sagt er, und David sagt, was habe ich nu alles getan? Ich freu bloß. Ich kann das nicht ansehen. Ich kann das nicht. Du bist mein ältester Bruder. Das sagt er nicht. Aber du bist mein ältester Bruder. Du sollst gehen und schlagen den durch. Das geht dir doch nicht. Das ist ja Gott sein Herr hier. Aber dann David dreht sich bis weich und fragt wieder und fragt, was geht hier wirklich vor? Hier sind tausende Soldaten und dort kommt ein Mann und der verachtet. David dreht sich weich und
Er bleibt nicht an das hängen, dass ein Bruder sagt, du bist bloß nicht schwierig. Du weißt überhaupt nicht, bist immer müssen vermeiden oder was immer. Er kriegt wie ein Glück in Gesicht gesagt, für andere Menschen. Was tut das an David? Er dreht sich bis weg. Er kann auch nicht alles tun. Er dreht sich weg und geht wieder. Dann in 32. Vers, und David sagt zu Saul, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Er hat es nicht gekickt. Der große Philister kennt über den. Und dann sagt David zu Saul, zu den König, für diesen Philister soll sich keiner ängsten. Dort ist nicht nötig. Was passiert in uns, wenn wir Angst haben? Wir haben Gott seine Leib erfahren. Wir haben zu Jesus gesagt, yes, komm in mein Hort an. Ich will mich von dir regieren lassen. Ich will mich von dir leiden lassen. Ich will dein Kind sein. Und dann aber gibt es aber vielmals sind, dass wir diese offene Apel sein in die Gelegenheit haben, den anzufuhren. Und wir stehen dort, nee, ich will nicht, aber wir gehen dort nicht dabei. Wir drehen uns nicht dabei. Wir bleiben dort. Und wir bleiben dort. Und wir kommen in großer Trouble mit uns selbst, weil wir sein diese scheine Apel dort, oder was immer das ist. Oder wir sein dort ein Bruder oder ein Gesetzter, der hat mir 3 Dinge gesagt, und ich dachte, aber ich habe es von Gott gekriegt, ich soll something tun. David dreht sich weg, das kleine Junge in dieser Geschichte, der dreht sich weg, der will sich die Uhren holen, ich will nicht. Richtung. David sagt, ich kann das nicht ansehen, für diesen Philister darf sich keiner ängsten. Wir stehen manchmal in Ängsten an, wir wissen nicht, was gehen soll. David sagt, ich will gehen mit den Kämpfen. Ich habe nicht Angst vor den großen Mann. Wir können uns feststellen, ein Jung, und das Goliath wie 3 Meter, nach meiner Seite, du hast ein großer Unterschied gewesen zwischen der Bett. David sagt das gut, aber er sagt, du darfst nicht für Angst haben. Die Versicherung kann so groß sein als der Welt, aber dafür habe ich nicht Angst. Ich gehe mit den Kämpfen. Der zweite Gegenstand sagt, Saul, der König, nee, du kannst nicht mit diesen Philister kriegen. Das geht nicht. Du kannst nicht. Das, was uns manchmal in Uhr geflüstert wird, die Versicherung ist zu groß. Das verstehe ich nicht gern. Du sollst bloß still sein. Du sollst bloß die Duld sein. Du sollst bloß trägen. Das wird als das wir tun. David sagt, die Erfahrungen, die ich dort aber starb bei der Schub habe, die machen mich sicher, dass ich nicht Angst habe für das große Philister. Die Erfahrungen, die ich dort aber starb merken, wo ich die Gitarre spielen, wo ich zu den Herren singen, wo ich Leiter stellen, Gott zu loben. Die Erfahrungen, die ich durchgemerkt habe, die machen mich sicher, dass ich nicht Angst habe für diesen Philister. Die Erfahrungen, die wir mit Gott im Gebet beleben, die wir mit Gott beleben, wenn wir im Wort lesen, wo heute uns reden, die sollen uns sicher merken, wenn wir die offene Löschapel sein, dass wir können bloß wegdrehen. Oder wenn uns ein Bruder oder eine Schwester wird im Gesicht sein, dass wir können wegdrehen. No, das wird lied so und ich bin mir sicher. Ich gehe voran. Er vertelt den König in Vers 36, dass du kämen Bohr und du kämen Leib und stellen sich noch mal in ein Schubweg. Und ich ging heran und holte. Und wenn er sich jeden anstellen, dann fuhr ich den beim Bord und schlug ihn dort. Ich lud mich nicht schreien. Und in Vers 36 sagt er, und mit diesen unbeschnittenen Philister, wo er Krieg zu tun, weil er, der Armee von den lebenden Gott verachtet hat. Der ist gegen Gott. Der kann nicht stehen bleiben. Wenn Gott ist nicht mit denen, Gott ist mit mir. Ich habe das erfahren, du hast echt der Hauptspiel, die Leute sehen, du wirst an, wo steht Gott an mir wir?
Ich kann nicht dazu sein, das Schlechte, was hier getan wird, zu meinem Volk. Wir sind im Port von der Gemeinde Jesu Christi und wir stehen vielleicht vielmals in sämtlichen Stellen kicken zu, was andere dagegen reden. Aber wo wir würden kennen, einen großen Unterschied merken, naja, andere wollen das besser kennen als wir. Andere wollen das kennen besser tun als ich, aber das sind meine Erfahrungen. Die Erfahrungen merken wir, wenn wir allein sind, wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Dort, wo wir die Erfahrungen merken. 37. Vers sagt es, der Herr hat mich von den Kleven vom Lebens in Bohren geraten und er wird mir auch von diesen Philister seine Kleven raten. Die kann mich nicht. Ich habe bloß keine Angst für die Versicherung, was du stehst. Das ist 3 Meter groß, ich bin 1,5 Meter groß, aber dort macht mich nicht Angst. Die Versicherung kann sehr groß lauten, aber dort macht mich nicht Angst. Ich weiß, Gott ist mit mir. Wo mein Körper einmal leiden, wo mein Körper verschont bleiben, dort darf nicht unbedingt sein. Aber ich weiß, die Gemeinschaft mit Gott, die macht mir sicher, dass ich nicht brauche, Angst haben und Tränen haben, so aus diese Tausende Soldaten denken. Dann, als David soll das alle verteilt hat, mitgeteilt hat, dann sagt er, dann go. Dann muss Gott dann mit dir sein. Wenn dort so steht ist, und du so sicher bist, dann go. Aber dann kam der dritte Gegenstand für David. Dann krieg er all die gelehrten Ideen. Dann trägt er das an, und das Schild, und das Schwert, und all dort, dann nimmt dort zum Gehen. Und David, wir tun noch kurz nicht klar genug. Und er nimmt das alle an, als er anfängt zu gehen, dann sagt er, oh, no. Das ist nicht so zu schaffen. So als ich das dort auf der Stadt beleben mit Gott, so dann ja, aber nicht mit dort das du was haben, also das kann ich das sein. Er geht, und dann sagt er in Vers 40, sagt, dann nimmt David seinen Hornstab in der Hand und lässt sich 5 glatte Steine ab in die Glad. Er stoppt sich da in der Handtasche nehmen und dann seinen Schleier in der Hand und dann jenke. Dann sagt er, die Philister kamen auch all nur Arm ab und sein Schildträger ging voran. Und als der Philister David klar zu sein krieg, ich glaube an, was du sagen, der Mut verrutscht. Das sagt, dann verachte er, weil es ein schmacker, rothäuer Jung wird. Ein anderer wird, oh, ich dachte nicht, wird es einen Kampf geben, was Goliath so gedacht hat. Ich sage doch groß und stark. Und nun kommt da so ein kleiner Junge mit, ein 17-jähriger Junge von ungefähr. Und die will nicht mit mir kämpfen, 1,5 Meter hoch, ich bin 3 Meter groß. Und die läuft nicht was zu rechten. Und der Philister sagt, ich sehe einen Hund, dass du mit einem Stock nicht mehr kämpfst, ein kleiner Junge. Er wird confused. Er weiß nicht, was nicht. Und mit unserer Sicherheit, unserer Entschiedenheit, was wir beleben mit Gott, die kann den Feind confused, kraftlos merken an uns. Aber wenn unsere Gemeinschaft mit Gott schwach ist, dann wollen wir Angst haben, so als alle anderen. Dann in 45, da sagt, dann sagt David zu dem, du kämpfst nur mit Schwert, Spiss und einem Schmiedstab. David sagt, du kämpfst nur mit diesen Dingen. Du hast 3 Dinge, wo du dir anholen lässt. Du hast das Messer, du hast den Spiss und du hast dann noch eine Stange zum Schmieden. Dann sagt David, aber ich komme nur die in den Namen von den Herren. Ich komme im Herrn sein Namen, der alles regiert in der Kraft, in der Gott, der über der israelitische Herr ist, wonen du veracht hast. Ich komme nicht über mich selbst. Ich habe Dinge erfahren mit Gott,
Und ich weiß, wenn ich mich da hole, dann wird das schaffen. Dann darf ich nicht in die Luft schnell Pfoten und mir den Apfel nehmen, dann kostet den Brief sein. No. Ich komme an die Erfahrungen, was ich gemerkt habe, ab der Stab, als ich da allein war, in der Gebetsstuhl, wo ich allein mit Gott in Gemeinschaft war. Von der nach, was der Herr mir die in meine Macht geben. Nicht das Schwert, nicht das Spiss, aber David sagt, von der nach, was der Herr mir die in meine Macht geben, und ich will die durchschlagen und die den Kopf aufschneiden. Ich will die Todes von den Philistern Herr nur die Fehl von den wilden Tieren geben. Und alle Menschen, hier sagt er, was am wichtig ist. Und worauf er gehen wird, und sagt er, und alle Menschen wollen weiten, dass du ein Gott in Israel ist. Das, was ich hier von dir angehe, dort sollen Menschen die Augen merken, dass du als ein Gott, was mir die Kraft geben wird. Als würde ich nicht gern aus einem 1,5 Meter hohen Jungen nur in 3 Meter jung gehen und kämpfen. Du hast ein Gott, was Kraft geben wird. Und so soll wir kennen, wenn die offene Lüsten du wären mit Apfel, dass wir können sagen, no, die gehen mir nicht an. Ich habe die Kraft, weich zu drehen. Ich habe die Kraft, mich vom Herrn leiden zu lassen. 47. Vers sagt, und all die, was von der hier sind, wollen weiten, dass der Herr nicht mit Schwert und Spiss ans Raden wird. Der Kampf gehört dem Herrn, und er wird mir die in meine Macht geben. So, in den Kämpfen, die begegnen, soll wir das immer wieder klar haben, Gott wird mir Kraft geben. Mein Fleisch sieht die schmacken Dinge durch und die offene Lust, aber ich weiß, mit Gott seine Kraft kann ich wegdrehen und ich brauche nicht wahre durch Hand checken. Der Kampf gehört den Herrn, wir haben den Herrn angenommen, Jesus lebt in uns und dann können wir uns wegdrehen. 48. Vers, und aus der Goliath nur David ab Tau ging. Hier sagen wir ein anderes Ding. Goliath ging, dann sagt er, ran David schwind bei der Kampflinie nur dem Philister. David ran. Die Philister, die wir sich auch nicht mehr sicher, dass so ein kleiner Junge nur mich kennen. Aber dass wir nicht das kleine Junge, dass wir Gott in diese Person. Und er ran, er will sich sagen, das ist, was Gott von mir von dir will. Und David führt uns in die Tausch und er schlug dem Philister durch. Was sind die Versicherungen, die ich begegnen darf? David sagt, das große Monde kommt. Er sagt, dass wir gottlos und die glaubt, mich zu kontrollieren, mich zu beherrschen, wie es das sagt, wenn die Israeliten durchschlagen, dann sollen das unsere Sklaven sein. David hat klar, no, das ist nicht so. Wir gehören zu Gott. Wir gehören zu Gott. Und wir brauchen nicht den Feind sein Sklave sein. Gott sein Feind, und wir dürfen nicht den sein Sklave sein. Man all das, wie viele Erfahrungen gemerkt haben, viele Dinge ans klar geworden sind durch Gott sein Wort, dann auf einmal dann sei wir der Lösch von Zweifel durch. Und dann zweifeln wir. Wird das wirklich abrichtig, was ich das meine? Wird das wirklich so, als dann ist ich zu beten, dass ich Jesus annehmen, was hat das gehört haben? Was hat das so angenommen haben? Und dann zweifeln wir und wir weiten nicht. Und dann kommen die Versicherungen ab und dann haben wir Angst. So ist das Volk Israel dort. David will sich sagen, no, ich weiß, ich dort. Und ich weiß, Gott sehen dort. Und er ist mit mir und er hat mir viele Dinge geopenbart. Ich habe alle Dinge gesehen. Ich brauche nicht in Angst leben. Ich brauche nicht Angst haben für die Versicherungen, was auf einmal wollen abkommt. Er hat Angeduld. Er hat Wort. Was sind unsere Kämpfe, die von der und aufstehen für uns, wo wir auf einmal Angst haben? Sind wir so stark in unserer Gemeinschaft mit Gott, dass wir, was immer wir für offene Löschende sein, wo wir können Nernfutter, wo wir Hand checken, dass wir können sagen, no, ich brauche das nicht mehr.
Ich will dort, ich muss, aber ich brauche nicht mehr. Gott ist mit mir. Ist auf einmal, dass ich fühl sein, gleich lang im Bad liegen zu bleiben. Hat gleich zu sein zu schaffen. Hat die Last von uns Fleisch. Hat seine Gestalt, hat mich selbst reich vorgehen. All diese Dinge sind, wo wir begegnen manchmal. Und was tun wir? Haben wir diese Gemeinschaft mit Gott klar, dass wir können sagen, oh no, das bringt Trouble, das soll von Gott sein Volk nicht zu sein. Das ist nicht so zu schaffen. Das ist den Leben in Gott seine Gehört. Das soll nicht zu sein. James 4, Vers 7 sagt es, also unterstalten Gott, dann sagt es, entstalten je in dem Weisen Fing. Das sagt nicht bloß, uns Gott handstellen und dann zufrieden sein, sondern das sagt, entstalten je in dem Weisen Fing. Dann wird er von Jünd verschwingen. Dann dürfen wir nicht durch Angst und Angst leben. David versorgt nicht von sich selbst. Er dachte die Erfahrung, die er mit Gott gemerkt hat. Dann braucht das nächste das sein. Gott ist stark und er wird sich immer bewiesen. 1. Johannes 3, Vers 18. 1. John 3, Vers 18 sagt es, liebe Kinder, weil wir nicht bloß von Liebe reden, aber die in Wahrheit mit Worten beweisen. Wir wollen weiten, dass Jesus Christus in uns lebt und wir ein ruhiges Gewissen für Gott haben können. Das sagt, wir wollen weiten, als Jesus Christus in uns lebt. Und dann schienen uns die Kämpfe nicht so schwierig. Oder dann sind die nicht so groß. David, wie ein kleiner Junge, er sagt, das große Goliath durch, aber er sagt ihnen nicht an, oh, das ist so groß, das kann ich nicht. Die Kämpfe werden eigentlich begegnen, wenn wir weiten, dass Jesus Christus in uns lebt, in uns Gewissen uns nicht beschuldigen kann. Dann sagt es in Vers 20, und dann, wenn uns Hort uns verurteilt, wir werden manchmal in verschiedenen Dingen angeraten, wo wir selbst vielleicht Frauen haben. Na, wo schafft es? Wo ist es trag? Aber wenn uns das Hort uns auch beschuldigen wird, aber uns Gewissen uns nicht verklären kann, dann können wir ruhig sein. Ich werde den Vers mal lesen. Und dann, wenn uns Hort uns verurteilt, dann weit wir die Erfahrung, was wir mit Gott gemerkt haben. Gott ist gerade aus uns Hort und weit, wo es mit alles steht. Gott ist gerade aus uns Hort. Uns Hort kann uns manchmal verdammen werden, verurteilen werden. Und dass wir durch dort in Vertreibung kommen. Aber in den 19. Vers los sagt, wir wollen weiten, als ich Jesus Christus habe angenommen, dass er nur an mir leben kann, dass ich dir Access gebe, dass er an mir leben kann. Das sagt es, wo wir weiten, und wenn uns Hort uns dann verklären will, dann kann ich wissen, no. Ich brauche nicht zweifeln über das. Ich brauche nicht Angst sein, wenn ich habe diese Erfahrung gemerkt. So als David. Er wird sich sicher, ich habe diese Erfahrung gemerkt. Ich brauche nicht zweifeln. Und dann, wo große Versicherungen sind, aber mit Gott, der in mir leben wird, kann ich dort. Dann sagt er wieder, liebe Freunde, wenn uns Gewissen uns nicht verklärt, dann können wir im vollen Vertrauen auf Gott kommen. Wir wollen dort kriegen, wo wir Frauen willst, wie seine Geboten holen und tun, was ihm gefällt. Wir tun, was ihm gefällt. Wir segnen nur in dieser Gemeinschaft zu leben. So ist David da bestarb mit dem Horb in seinem Kopf und mit Gott in Gemeinschaft sagen. Als die große Versicherung da wir, dann sagt er, no, für das dürfen wir nicht Angst haben. Das ist nicht, wo wir in echt auf zweifeln. Das ist nicht, wo wir in echt auf dull wollen. Oder wo wir in echt auf lang im Bad bleiben, smart viel sein. No, ich habe was, wofür ich leben darf. Ich habe was mich driven hat, ich lebe. Wenn Jesus Christus an mir leben darf.
Epheser 6, Vers 12 sagt es, Wils, wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut kämpfen, aber gegen Gewalt bei sich Geister von der Himmelswelten mit Gewalten und Herrschaften von den Diensten, die über diese Welt herrschen. Dort ist alles durch. Das sind Dinge, die wir nicht verstehen können. Das sind Dinge, wo wir nicht wissen, woran das Krieg so geht. Das sind diese Machten, die herrschen werden. Aber, wenn wir wissen, dass Jesus Christus in uns lebt, dann schien uns das nicht schwierig, dann grübeln wir uns nicht für dich, dann haben wir nicht Angst für dich. 1. Peter 5, Vers 8 sagt es, sieht nicht in Wert. Sieht nicht in Wert. Willst du jener, der bei sich Feind schlägt sich Raum aus dem braunen Leben und sieht, wem er verrieten kann. Das ist alles durch. Diese Versicherungen, das uns angegriffen wird, das ist alles durch. Und wir feilen das manchmal, dass wir diese machen, wo sind. Aber wir dürfen nicht schreien und Angst haben, wo wird das alles wollen. No, wenn wir haben Jesus Christus in uns und er lebt in uns und dort ist, wofür wir leben. Nein, der Vers sagt, den warst du mit festem Glauben und denkt daran, dass deine Brüder über die ganze Welt durch dieselbe Lebenserfahrungen gehen machen. Das ist nicht, was nicht, wenn wir diese Versicherungen begegnen. Das ist nicht, was unbekannt ist für die Schwestern oder die Brüder, wenn das ab uns kommt. Aber Jesus lebt in uns. Und deswegen braucht ich nicht in Angst sein, wo wird es alle auskommen. No, Jesus lebt und dazu werden ich ein Ziel für mein Leben haben und mich freuen kann für die Zukunft. Ein Schöpfer, was mal gefragt, als er alle Steine weiß, was ein Meer sein, was so und so wie Rückstecken, was können gefährlich sein. Und dann sagt er, no, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo der Deib ist, wo ich sich erfahren kann. Und ich wünsche, dort können bei uns auch so dort sein. Die Gefahren, die dran sind, das weiß ich nicht alle. Aber ich weiß, in Jesus Christus bin ich sicher, und wenn ich ein arm Leben tue, dann kann ich geloben sein. Möchte Gott sein Wort segnen. Wenn wir abstimmen zum Beten, wird passend ist. Vor dem Himmel, wir sind dankbar, dein Wort mit uns zu haben. Wir sind dankbar, dass wir uns durch können nennen in Frauen, als wir in Angst leben, oder als wir auch so sicher sind, als David wir. Wir danken dir für die Beispiele, was wir lesen können. Und wir freuen uns zu tun. Wir wollen dir bloß loben und danken, Vater, dass du die uns geopenbart hast und immer wahre Openbaren das. Und dass wir uns an die holen können, Vater, da sind wir so dankbar für. Vater, ich frage von dir, wenn wir spazieren oder mit Menschen sind, dass du wirst dienen Jesus an uns regieren lassen und dass wir können und sehen sein, sodass auch mehr Menschen können in dieser Freiheit leben und wandeln. Vater, ich frage, dass du in jeder einer, der hier ist, von dir wirst diesen Frieden regieren lassen und dass wir können ein Vorbild sein in der Umgebung, wo wir leben. Vater, ich danke dir für was du getan hast. In Jesus' Namen. Amen.